Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Profil, dem Talk-Magazin von Kanal 21. Mit dem Spielen von Videospielen Geld verdienen, ist das möglich? Das ist eine der Fragen, mit der wir uns heute beschäftigen wollen. Zu Gast haben wir nämlich eingeladen Mustafa Acakaya. Hallo Mustafa. Hallo. Freut mich sehr, dass du gekommen bist. So, und zwar spielst du einen Titel, der nennt sich Super Smash Bros. Melee, der 2002 für den GameCube erschienen ist. Da stellt sich jetzt erstmal die Frage, das ist ja schon ein recht alter Titel, 2002, das ist jetzt 16 Jahre her. Was fasziniert dich denn an einem so alten Titel noch, dass du das heute so verfolgst? Also das hat mehrere Gründe, denke ich. Zum größten Teil liegt das halt daran, dass man damals, als man die GameCube sich geholt hat, natürlich up-to-date sein wollte mit den Release-Titeln, die dann gleichzeitig damit erschienen sind. Und da hat man sich halt die besten Spiele zugelegt. Im Vordergrund stand damals halt gar nicht, dieses Professionelle oder dieses sich gegenseitig besiegen, sondern einfach nur der Spaß an der Sache an sich. Irgendwann war es dann halt so, dass sich dann so eine gewisse Nachbarschaftsrivalität entwickelt hat. Sprich, man wollte halt besser sein als die Kumpels und man hat sich halt getroffen und dann gemeinsam Super Smash Bros. Gespielt. Dann ging es halt aber dann irgendwann auch so weit, dass man sich dachte, ja gut, wenn ich jetzt alle meine Kollegen besiegt habe, wer weiß, wen es da noch draußen gibt, der vielleicht besser sein könnte als man selbst. Mhm. Okay, ja, das ist, glaube ich, so mit der Nachbarschaftsrivalität etwas, was, glaube ich, viele von uns kennen. Mittlerweile bist du ja schon ein recht erfahrener Spieler. Du bist die Nummer 1 in Deutschland seit 2009. Das heißt, dementsprechend warst du wahrscheinlich auch sehr, sehr vielen Turnieren unterwegs. Dann erzähl mal, wie kann man sich so ein Turnier vorstellen? Wie ist das organisiert? Also Turniere sind meistens relativ ähnlich, was die Organisation angeht. Man versucht dabei immer, an alle zu denken, sprich jeder sollte die volle Spielerfahrung da mitbekommen. Das Ganze kann man sich so vorstellen, dass es zu so einer Art Aussortierung kommt, obwohl dieses Wort an sich, negativen Charakter haben könnte, ist das halt eher dafür gedacht, dass am Ende die besten Spieler untereinander in einer Art Turnierbaum, wie man das vielleicht aus dem Tennis kennt, gegeneinander antreten können, so dass letzten Endes der Beste von allen dann als der Sieger gekrönt werden kann. Having the tools to regain your composure is also like a super top player thing. Like, I don't know. We're not watching Mango Armada anymore, but like that's a great example of someone who seems both down in and out of the game, sure, and who is able to pull it all back and make a crazy comeback. But even if SFAT can do it now, maybe too little too late. I think our Mango started to come alive in Game 3. Oh my god. Oh, dude, ice is all over him. Oh my goodness. Yeah, he's so fast. Oh, I actually don't know how SFAT tech that up smash. I feel like he lucked out there. Dude, Ice's dash dance. Yeah. Jeez. Yeah. Oh my god. Can't get away. Can't get away. I don't know, dude. Look at this dash dance. Just baiting out a move. SFAT knows he's done. Yeah. SFAT knows he's done. Oh! And Ice making the gesture. Okay, also das ist so der Turnierablauf, wenn ich das richtig verstehe. Aber so der Aufbau generell, ich denke mal, als Sportart quasi, die nicht von Nintendo oder dergleichen jetzt irgendwie groß unterstützt wird, da wird ja vieles von der Community selber abhängig gemacht. Ich kenne das ja selber auch ein wenig, dass man dann irgendwie, ich weiß nicht, Fernsehgeräte oder Konsolen alle von zu Hause mitbringen muss. Hast du da selber Erfahrungen mit? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es war nicht immer so, dass Super Smash Bros. Melee als E-Sport-Titel anerkannt wurde oder anerkannt war. Wir haben eine ziemlich lange Geschichte, was das Ganze angeht. Wie du bereits gerade erwähnt hast, wir hatten da keinen Publisher-Support, was das angeht, und mussten uns, selber versorgen. Und aufgrund dieser Menschen, die halt sehr viel Zeit reingesteckt haben und, geblutet haben für die Community und sehr viel Fernseh, CRTs, die getragen wurden, haben wir es dann geschafft, Turniere in größeren Dimensionen zu veranstalten. Und
ja, das ist ein langer Weg gewesen, definitiv. Und mittlerweile bietet sich die Möglichkeit an, auf Flachbildschirm zu spielen, ohne den Lag, der das ganze Spielen erschwert und nicht so gut verträglich ist mit unserer Philosophie von, wie man das Beste aus dem Spiel rausholen kann, etc. Haben wir es geschafft, halt jetzt als E-Sport-Titel anerkannt zu werden. Du bist ja ein erfahrener Spieler. Wie viel bist du denn unterwegs? Und wenn du dann unterwegs bist, bist du dann auch als Tourist mal da oder konzentrierst du dich dann mehr auf das Turnier? Also als Tourist bin ich nicht wirklich da. Man versucht halt trotzdem irgendwo was mitzunehmen von der Erfahrung, je nachdem, in welcher Stadt man ist. Und man versucht halt die ganzen Tourismus-Sachen irgendwo mitzunehmen. Aber im Vordergrund persönlich steht bei mir halt die Performance beim Turnier. Sprich, ich möchte mich so gut wie möglich vorbereiten und nehme dann halt auch die Chance wahr, mit besseren Spielern zu spielen, je nachdem, in welcher Region ich mich dann befinde. Und versuche dann halt so eine Art Mischung herzustellen. Aber wie gesagt, der Fokus liegt eher darauf, so gut wie möglich zu performen. Und dabei denke ich mir auch gleichzeitig, je nachdem, wie weit ich reise oder auf welchen Kontinenten ich unterwegs bin, mich frühzeitig anzupassen auf den Zeitunterschied, damit ich halt Jetlag und so Sachen entgegenwirke. Mhm. Ja. Helfen dir dann auch irgendwie Bekanntschaften aus der Community mal dabei, dich irgendwie zu beruhigen bei einer möglichen Aufregung zum Beispiel? Oder ja, vielleicht kann man das noch weiter fassen, dass generell einfach die ganzen Bekanntschaften, die du im Laufe deiner Karriere, kann man ja sagen, kennengelernt hast, so wie sehr sie Einfluss auf dein Leben schon haben? Das auf jeden Fall. Ich denke, es ist immer lustig, wenn man darüber nachdenkt, dass das Ganze halt Smash Brothers heißt, also eine Art brüderliche Komponente mit beinhaltet. Und so sehe ich das auch, ehrlich gesagt. Also die Menschen, die man trifft auf den Reisen oder auf den Turnieren, man lernt voneinander, man nimmt immer irgendwas mit. Und wie du bereits gerade gesagt hast, man hat da Bekanntschaften, die Jahre alt sind schon. Und man sieht sich vielleicht auch über Jahre nicht, aber trotzdem hat man halt, sag ich mal, diese gemeinsame Liebe zum Spiel, die man dann teilt und auch eine Art Geschichte, die man irgendwo hat und die man halt fortführen kann, je nachdem, wo man sich halt trifft, auf welchen Turnieren oder Treffen etc. Und das ist mit das Beste für mich an der Community und auch an dem Spiel. Mhm. Ja. Das klingt wirklich großartig. Ja. Aber von dem freundschaftlichen Aspekt hin zu der anderen Seite, das birgt ja auch, weil es gerade ein Kampfspiel ist, auch einen wettbewerbsorientierten Aspekt, nämlich ja, so eine Rivalität. Wie würdest du das beschreiben? Wie sehr steht die Rivalität im Vordergrund, sowohl in Deutschland oder vielleicht auch in Amerika oder wo du unterwegs bist? Ich denke, dass das größtenteils wirklich darauf ankommt, was für eine Einstellung man selber pflegt. Also ich für eine sehr lange Zeit habe das auch, sag ich mal, sehr als Rivalität empfunden und so eine Art, ja, ich muss besser sein als der andere und ich muss versuchen, alle zu übertrumpfen und so ein Zeug. Aber mittlerweile denke ich, dass man das Ganze auch als etwas Kooperatives ansehen kann. Sprich, man versucht halt gegenseitig so sehr wie möglich sich zu pushen, um wirklich, sage ich mal, an sein Limit zu gehen, was die spielerische Leistung angeht. Und man möchte das Ganze dann auch natürlich sich wünschen für den eigenen Gegner, weil das halt eine Art Wechselbeziehung darstellt und man sich dann gegenseitig pushen kann. Und ja, wie gesagt, ich denke, dass das wirklich darauf ankommt, was für eine Einstellung man selber hat gegenüber dieser ganzen Wettbewerbskomponente und das Gefühl, das man entwickeln kann auf Turnieren. Aber ich kann mir vorstellen, dass für viele Leute, und damit würde ich mich selber nicht rausnehmen, das sehr stressvoll sein kann. Und ich würde halt jedem empfehlen, da, sage ich mal, eine Art lockere Einstellung dementsprechend zu entwickeln. Was nicht heißen soll, dass man nicht daran interessiert sein soll, rauszufinden, wie gut man werden kann und wie weit man es schafft, Energie reinzustecken, um bis an die Grenzen zu gehen. Mhm. Wo wir jetzt gerade beim Stichwort Rivalität sind, können wir das ja auch mal ausprobieren. Ja. Wir haben hier ein kleines Setup aufgebaut mit einem Fernsehgerät und ja, wollen wir mal gucken, wie ich mich gegen die Nummer 1 Deutschlands schlagen kann. Ne? Dann nehmen wir einmal die Controller in die Hand und spielen einfach mal eine Runde. Okay, also man spielt mit 4 Leben und hat 8 Minuten. Magst du dann vielleicht auch das Spielprinzip so ein bisschen erläutern für diejenigen, die das Spiel nicht kennen? Ja, klar. Also
Um es so einfach wie möglich zu erklären, man kann sich das Ganze so als 2D-Game vorstellen, sprich man spielt von links nach rechts und das Ziel liegt halt darin, deinen Gegner entweder in eine der 4 Himmelsrichtungen, sag ich mal, wegzuschlagen, so dass man halt einen Positionsvorteil erreicht und das Ganze schafft man im Idealfall 4-mal, weil man mit 4 Leben spielt. Und wir haben halt hier auch noch die Prozentkomponente. Das heißt nichts anderes als, je höher deine Prozente sind, desto mehr wurdest du getroffen. Und je öfter du getroffen wirst, desto weiter fliegst du halt weg, wenn du getroffen wirst. Und so baut sich das Ganze halt einfach erklärt auf. Das Ganze ist auch halt super technisch. Was halt auch bedeutet, dass man stark mit Fehlereien zu Hause trainieren muss, um halt ready zu sein, diese ganzen Techniken, mit denen man dann halt spielt, ausführen zu können. Ich habe mal gehört, dass es wird ja auch gerne mal in Aktionen pro Minute gerechnet, Genau. was da gerade passiert. Also das sprich, wie viele Tastendrücke man pro Minute macht. Und bei diesem Spiel soll das schon so auf die 200 bis 300 auf hohem Level zugehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau, Das ist schon verdammt viel. Also das stimmt allerdings. Also es ist auch sehr wichtig, Pause zu machen und sich halt wirklich um die Hände zu kümmern. Sprich, man will nicht halt seine Hände so sehr überlasten, dass man halt irgendwo Schmerzen bekommt oder sowas. Also sehr wichtig, präventiv zu arbeiten. Habe ich dich bekommen. ja, ich habe auch schon von Fan gelesen, dass manche Spieler ihre Hände halt so stark beanspruchen, dass sie da irgendwie Verletzungen drin haben, irgendwelche Entzündungen und dergleichen und Ja. dass sie dann aufhören müssen zu spielen. So. Genau, das ist halt das Schlimmste, was passieren kann als Gamer, würde ich sagen, wenn der Körper streikt. Also da hast du eine richtige Sportart mit Verletzungsrisiko, ne? Ja, kann man wirklich so sagen, ja. Okay, ja, und das war jetzt doch eher einseitig. Das war gut. Gut, so viel dazu. So eine Chance hatte ich jetzt ja nicht. Aber ja, wollen wir mal auf dich weiterschauen. Du hast ja schon viele Turniere hinter dir und da wirst du bestimmt auch mal den einen oder anderen Moment gehabt haben, wo du dachtest, boah, das werde ich nie vergessen oder vielleicht auch in die andere Richtung, so, ja, es war eher schlecht so. Hast du da irgendwie so besondere Momente? Ja, sowohl positiv als auch negativ. Positives prägt man sich halt auch irgendwo ein, aber das Negative ist halt leichter sich einzuprägen. Und ja, da gibt es negative Momente, wo die Nerven dann halt durchdrehen und man leider irgendwie nicht mehr das Geübte anwenden kann. Gibt es mehrere Momente auf jeden Fall. Und ja, die können halt das ganze, sag ich mal, Spielerlebnis oder die Liebe zum Spiel etwas überschatten, wenn man dem Ganzen halt zu viel Bedeutung zurechnet. Und ja, aber ich denke, dass das Ganze halt Part ist von der Erfahrung und dass man das halt auf jeden Fall mitnehmen soll, weil das sind dann auch letzten Endes die Momente, wo man halt am meisten von lernen kann, denke ich. Und ja, da gibt es zahlreiche. Ja. Also ein sehr philosophischer Aspekt, wie du das betrachtest, finde ich sehr gut. Hast du da auch irgendwie so eine Anekdote irgendwie? Irgendwelche Bilder, Gefühle, die da hängen geblieben sind? Ich denke, letzten Endes ist einer der Gründe, warum man, sage ich mal, diese Nervosität an den Tag legt, entgegen des eigenen Vorhabens. Also man möchte gut spielen, aber irgendwie klappt es nicht und der Körper dreht durch, wie gesagt. Ich glaube, das ist meistens darauf zurückzuführen, dass man halt unterbewusst oder irgendwo realisiert, dass man nicht alles gegeben hat. Die Tage, die halt stattfinden vor dem Turnier, die Monate, die Wochen, wo man sich hätte vorbereiten können. Und wenn man dann, sage ich mal, ins kalte Wasser springt und dann vor einer riesigen Menge von Menschen spielt, dann hat es eine Art entblößenden Effekt, weil da bist du nun nackt mit deinem Skill, mit deinem Spielwissen und du musst performen, du musst zeigen, was du kannst. Und das gegen jemanden, der wahrscheinlich genau das Gleiche machen will. Und deshalb ist das sehr nervenaufreibend. Und ja,
ist auf jeden Fall auch sehr lehrreich, würde ich sagen. Ja. Okay. Ja, Mustafa, du schreibst eine lange Geschichte mit Smash. Wirst mittlerweile auch gesponsert von Red Bull. Das ist ja eine Riesensache. Also erstmal Glückwunsch dafür von mir. Dankeschön. Wie kam es denn dazu und was wird so gesponsert? Wie es dazu kam, also das war jetzt schon etwas Längeres, was gemacht wurde. Die kamen auf mich zu und haben mich kennenlernen wollen. War natürlich super froh schon, als das Ganze losging, sage ich mal. Habe dann anscheinend einen guten Eindruck hinterlassen. Und so kam es dann zu dieser Zusammenarbeit, zu dem Sponsoring von Red Bull. Und man kann sich das Ganze so vorstellen, dass die mich halt supporten, was, sage ich mal, meinen Unterhalt angeht und auch natürlich was Reisen angeht und das ganze Plan, die Beratung, was das angeht und alles halt praktisch tun, dass ich mich voll und ganz auf den Sport konzentrieren kann, auf das Training an sich, ohne dass ich mir Sorgen machen muss über so alltägliche Sachen wie, wie versorge ich mich denn jetzt und sowas, ja. Das sind sicher auch so Sachen, die vorher, also vor viel längerer Zeit, als wir noch alle viel jünger waren, die Eltern auch mal gerne übernommen haben, ne? Genau. Haben die da eine Meinung zu? Ja, die Meinung meiner Eltern gehen da ziemlich auseinander. Also mein Vater ist da kein großer Fan von. Ich denke aber mittlerweile hat er das Ganze für sich akzeptiert und wenn er da die Dimension sieht, in denen wir uns da bewegen als E-Sportler oder ich mich persönlich, dann bringt er dem Ganzen halt mehr Akzeptanz entgegen und kann das auch irgendwo respektieren, denke ich. Meine Mutter ist halt nur wichtig, dass ich halt irgendwo was für meine Zukunft tue und dementsprechend da aussorge. Und ja, im Endeffekt muss ich halt selber gucken, was ich damit mache und inwiefern das Ganze lukrativ ist. Ja. Ja, das wäre auch so die Abschlussfrage vielleicht. Ist ja schon mal ein guter Ausblick. Ne? Wo siehst du dich denn persönlich in 5 bis 10 Jahren? Kann man dann davon leben oder was hast du geplant? So schön das Ganze auch klingt, das ewig zu machen für den Rest seines Lebens, denke ich, irgendwo hört es auch schon auf, weil entweder die Finger streiken oder der Körper halt irgendwo nicht mehr mitmacht. Ich versuche das Ganze so lange wie möglich zu machen, weil das halt eine riesige Passion von mir ist und ich das Ganze liebe. Aber ich kann mich auch auf jeden Fall weiter im E-Sport-Bereich sehen. Ich wäre daran interessiert, eine Coaching-Rolle einzunehmen oder im Trainerbereich zu arbeiten. Und da würde ich mich dann auch gerne sehen und darauf arbeite ich dann auch irgendwo hin. Ja. Ja, Mustafa, vielen Dank, dass du hergekommen bist. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die coole Runde Smash, die wir hatten und für die Chance, etwas über mein Leben zu erzählen und, sage ich mal, eine Art Vorschau zu geben, eine Art Einblick in, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Ja, hat mich sehr gefreut. Okay, ich bedanke mich auch viel fürs Einschalten und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir beim Profil wieder interessante Menschen vorstellen.